Jetzt werde ich mal den Dr. Klaus Böttcher da oben treffen. Das ist der Leiter von Bosch Motorsport und mit dem werden wir jetzt ein kleines Interview haben über 20 Jahre DTM und den Motorsport. Los geht's. Klaus. So, hallo Nico. Wie geht's dir? Danke, alles gut. Und selbst? Ja, danke. Kann ich genug klagen in der heutigen Zeit. Ja. Gut angekommen hier? Ja, wunderbar. Die Anreise aus der Eifel gut bewältigt und ja, freue mich jetzt auf ein Interview mit dir. Ja, ebenso. Danke. Klaus, wir reden über 20 Jahre DTM. Seit 2000 gibt es die neue DTM und du warst von Anfang an dabei. Bis 1990 zu Bosch gekommen, seit 96 in der Motorsportabteilung und bis jetzt seit eben 2000, also auch seit Anbeginn der neuen DTM, Leiter, Chef bei Bosch Motorsport. Wie hat sich das entwickelt? Warum ist Bosch damals mit der DTM zusammengekommen? Ja, war eigentlich eine ganz interessante Thematik. Ich bin 96 in den Motorsport gekommen, hatte 90 bei Bosch angefangen. Und wir hatten damals die ITC, damals aus der alten DTM, wie man es so schön genannt hat, hervorgegangen. Man hat versucht, es zu internationalisieren. Man hatte 3 Hersteller, lief eigentlich ganz gut. Und Ende 96 ist dann Alfa ausgestiegen. Von daher war das Thema ITC bzw. alte DTM erstmal tot. Im Vergleich zu heute gab es damals nicht so viele Rennserien, sodass das Ganze sowieso schon dann etwas schwacher besetzt war. Es gab dann noch so Gruppe C und solche Dinge. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, in 2000, als ich dann gerade meine neue Aufgabe übernommen habe, haben wir uns dann am Flughafen getroffen, zusammen mit Opel, Mercedes und Audi damals und haben gesagt, so, und jetzt haben wir Autos und jetzt fahren die aus verschiedensten Tourenwagen-Ecken zusammengesammelt und wir gründen jetzt eine neue DTM. Ausgehandelt auf dem Flughafen in Stuttgart, fand ich echt spannend gemacht. Und seit dieser Zeit ist auch die Firma Bosch dabei, nicht nur zu dem Thema Technikpartner, sondern auch zu dem Thema, was Sponsoring, Unterstützung, Marketingaktivitäten angeht, weil wir immer wieder gesagt haben, das ist eine Rennserie, die ist interessant für uns, die ist interessant für unser Publikum, für unsere Kunden. Ja, und über die Jahre hat sich's entwickelt. Wir haben alle 3-4 Jahre neue Fahrzeuge auf die Beine gestellt. Es gab neue Reglements, es gab Veränderungen, es gab Höhen, es gab Tiefen. Ja, das Reglement hat man immer mal wieder verändert, man hat es immer mal wieder angepasst, aber man hat immer darauf geachtet, dass die DTM im Vergleich zu anderen Rennserien so ein bisschen einen anderen Charakter hatte. Einen anderen Charakter, der nicht nur auf die Technik positioniert war, sondern der auch sehr stark auf die Öffentlichkeit positioniert war. Man kann das ein bisschen, wenn man es vergleicht mit einer Formel 1 Rennen, 1,5 Stunden, wenn ich dorthin gehe, Stunde vorher da, Stunde später weg, das war's. DTM ist immer der Fokus gewesen, wir wollen ein Wochenendevent haben. Wir wollen nicht ein Rennen haben, was eine bestimmte Zeit geht, sondern wir wollen ein Event haben. Wir wollen ein Event gestalten, bis zu dem Punkt, dass man gesagt hat, wir fahren jetzt 2 Rennen am Wochenende, eins Samstag, eins Sonntag. Wir machen Rahmenrennen drumherum, wir sorgen für eine entsprechende Bühne. Wir versuchen, die Leute näher ans Fahrzeug, näher an die Technik zu bekommen als in alten Rennserien. Wir machen unsere Boxengasse auf. Wir kümmern uns mit Spiel- und Hüpfburgen um die Kinder, die die Eltern dort mitbringen. Auf denen war ich nie drauf. Ich war zwar immer als Kind da, aber ja, wahrscheinlich. Mich hat es eher zu den Autos getrieben. Zu den Autos. Aber das ist einfach so die Welt, wo man von Anfang an gesagt hat, wir versuchen das eben nicht nur als Papas Liebling fürs Wochenende, sondern als Familienevent hochzuziehen, was die Formula E ja heute auch sehr erfolgreich übernommen hat an der Stelle. Und das hat man geschafft und über die Jahre eigentlich immer wieder ganz gut entwickelt, sodass es deshalb es auch 20 Jahre gehalten hat, sage ich. Gab es irgendeine Saison in den 20 Jahren, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Irgendeine Lieblingssaison, wo es besonders spannend war, tolle Erlebnisse? Eine Lieblingssaison war, als der Opel damals Meister geworden ist. Fand ich ganz stark in der Anfangsphase, gerade gegen die Großen. Und das andere Thema, was ich sehr, sehr gut fand, nachdem wir eine Zeit lang mit nur 2 Herstellern gefahren sind, als BMW wieder dabei war, BMW als dritte Marke wieder eingestiegen ist und man das Ganze auf dieses Premium-Level Audi, Mercedes, BMW gehievt hat. Das wären so die 2, wo ich sagen würde, die hatten was Besonderes. Okay, 20 Jahre DTM, eine lange Zeit. Wenn wir jetzt mal auf den Technologietransfer schauen, von 2000 bis heute, man sagte im Motorsport wird im Prinzip etwas für die Serie entwickelt. Wie viel Wahrheit steckt da heute noch drin? Ist das heute immer noch so? Oder kann man sagen, hat es vielleicht an Wichtigkeit verloren? Wie ist das einzustufen? Es ist noch so, aber man muss immer darauf achten, wo man es so macht. Wenn ich in kleineren Rennserien wie in einer Formel 3 unterwegs bin, wo ich mit leichten Modifikationen auf Serie baue,
da lebt eigentlich der Rennsport von der Serienentwicklung. Wenn ich auf Extremrennserien gehe, wie eine Formel 1, da gehen die Entwicklungen in eine Richtung, die dann so aufwendig und auch so kostspielig werden, dass ich für die Serie relativ wenig rausziehen kann. Die DTM liegt so dazwischen. Das heißt, bei der DTM gehe ich aus Kostengründen nicht auf reine Sonderentwicklungen, sondern immer basierend auf einer Serie, aber in den Schritt hinein, damit ich meine Leistung auf die Straße bringe. Und das sind dann auch die Rennserien, wo ich noch das meiste nachher wieder mit rausnehmen kann, was ich für eine Serie verwenden kann. Einfaches Beispiel, Einspritzdruck. Ich erhöhe den Einspritzdruck erheblich höher als das, was ich in der Serie kenne. Und wenn ich später über die Serienanwendung bei Sportwagen da auch mit dem Level entsprechend höher muss, dann kenne ich schon meine Schwachpunkte beim Injektor, dann weiß ich schon, wo ich hin entwickeln muss. Zündsysteme haben wir das so gemacht, Pumpenentwicklungen haben wir das so gemacht, haben wir viel bei gelernt. Okay. Wo würdest du sagen, geht generell die Reise im Motorsport hin? Wir haben momentan eine taffe Zeit für die Automobilindustrie, sei es durch verschiedene Skandale, sei es durch eine Elektrifizierung, die immer weiter fortschreitet. Wo siehst du da auch jetzt, 2020, 2021, ein großer Change in Sachen DTM? Wir gehen weg vom Klasse-1-Reglement hin zu einem GT3-Reglement. Viele Dinge sind im Umbruch momentan. Wo glaubst du, geht da der generelle Fokus, die generelle Richtung hin? Also grundsätzlich das Thema Motorsport, glaube ich, wird nicht so bleiben, wie es bisher bekannt war. Also auf dem reinen Verbrenner kann ich nicht weiterfahren. Das heißt, das Mindeste, was man eigentlich reinbringen muss in die ganze Rennsportthematik, ist das Thema Hybridsysteme. Das ist das, wo wir jetzt bei der IMSA oder auch bei der ACO die entsprechenden Rennserien umstellen werden ab 2022, 2023. Man kommt um dieses Thema Elektrifizierung nicht drumherum. Man kann jetzt davon halten, was man möchte. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Aber auch im Rennsport werden wir um das reine Thema Elektrifizierung nicht drumherum kommen. Die Formula E zeigt, wie erfolgreich das ist. Sodass ich sage, die Zukunft im Rennsport liegt in einer Mischung aus elektrischen Rennserien und hybridisierten Rennserien. Das heißt also eine Mischung aus Verbrenner und Elektroantrieb in einem Fahrzeug. Übergangsweise kann ich mir vorstellen, dass man so ein Thema wie E-Fuels, also alternative Kraftstoffe angeht, oder aber, wenn man sogar noch mal einen Schritt weiter denkt, Wasserstoffthema mit reinbringt und sagt, pass auf, lass uns mal über das reine Thema elektrischer Antrieb, batteriebetrieben, einen Schritt weiter gehen, lass uns mal über Brennstoffzellen nachdenken, weil das ja auch gerade schon wieder in der Automobilindustrie für Serienentwicklungen hochkommt. Das wäre noch so ein Thema, wo ich sagen würde, da würde ich noch mal mein Augenmerk hinrichten. Also einfach gestuft, E-Fuels, Hybrid, rein elektrisch und daraus dann eine entsprechende Kombination für den Rennsport. Und wenn wir das hinbekommen, wenn wir das mit den entsprechenden Herstellern, den Teams hinbekommen, das auf diese, sage ich jetzt mal, neue Welt zu legen, vielleicht auch die Formate der ganzen Rennserien etwas noch anpassen, etwas verändern, so wie eine Formula E das vorgemacht hat, dann glaube ich, ist der Rennsport überlebensfähig und dann wird der Rennsport auch wieder mehr dieses Thema Vorreiter für Serienentwicklung spielen, als er das in der Vergangenheit manchmal nicht mehr so war, weil man zu extrem in Ecken wie Formel 1 oder sowas unterwegs war. Ich habe halt ein bisschen die Problematik mit der neuen Technologie. Nehmen wir mal das Hybridisierungsthema. Wenn ich ein solches Hybridsystem in ein Auto packe, in ein heutiges DTM-Auto packe, wird es erstmal schwerer. Wenn es schwerer ist, ist es erstmal langsamer. Und jetzt jemandem zu verkaufen, dass ich viel Geld dafür ausgebe, dass ein Auto langsamer wird, ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, wenn das Fahrzeug einfach mit der heutigen Serientechnologie, mit dem, was der Kunde draußen fährt, nichts mehr zu tun hat, weil es einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist, guckt sich es auch keiner mehr an. Und diesen Kompromiss, den muss ich irgendwie gehen und da muss ich irgendeinen Lösungsansatz finden. Das ist der Knackpunkt. Ja. Das ist die Challenge der heutigen Zeit. Klaus, gibt es eine persönliche Herausforderung, die größte persönliche Herausforderung für dich in 20 Jahren DTM? Ja, wir hatten es vorhin bei der technischen Thematik, Umstellung Saugmotoren auf Turbomotoren. Das ist ein Thema, das kann man technisch lösen, da gibt es Entwicklungsmannschaften, da passt das. Aber wir haben gleichzeitig das Thema gehabt, das Thema DTM zu internationalisieren und mit der GTA in Japan zusammenzuführen. Ja. Und das war, sage ich mal, sehr, sehr anstrengend. Wir hatten eine funktionsfähige Rennserie vor Ort. Wir hatten eine Rennserie, die anders aufgestellt war als die Class One. Wir hatten die Aufgabenstellung, diese beiden Reglements irgendwo zu vereinheitlichen und damit auch vereinheitlichte Technologie in die Fahrzeuge zu bringen. Und das dann mit Honda, Toyota und Nissan entsprechend zu diskutieren, rüberzubringen als Deutscher nach Japan, neue Technologie, andere Technologie, verheiratet mit dem, was wir hier alles gefahren sind, immer in diesem auch, sage ich mal, Dreiergespann, ITR, GTA und der Bosch.
das hat mich sehr, sehr viele schlaflose Nächte gekostet. Und da habe ich oft mal gedacht, ob wir das jemals hinkriegen. Da mache ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum man nicht weitermachen konnte, warum man nicht häufiger die deutschen Fahrzeuge in Japan gesehen hat, beziehungsweise die Japaner hier in Deutschland gesehen hat, warum es nur in Anführungsstrichen bei den Einladungsrennen geblieben ist. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, man hat zum damaligen Zeitpunkt auch sehr viel mit den Amerikanern, mit den US-Kollegen diskutiert, inwieweit man ein einheitliches Reglement, gerade auch in Richtung Hybridisierung, auf die IMSA überträgt. Auch da war immer, sage ich mal, eher Zurückhaltung. Und jetzt ist die IMSA einen Schritt schneller als die DTM, hat ihr Hybridsystem eingeführt und die DTM leider nicht. Okay, Klaus, danke für ein tolles Interview. Offene Fragen mit offenem Visier beantwortet. Und apropos offenes Visier, ich glaube, wir können mal darüber gehen. Da gibt es nämlich eine Carrera-Bahn, da können wir noch ein paar Runden drehen. Da probieren wir mal. Bist du dabei? Ja, Los das geht's. machen wir.